Roman, 60.000 Tonnen CO2 hat die Digitec Galaxus Community im letzten Jahr kompensiert. Was bedeutet das konkret? Ja, 60.000 Tonnen CO2, das ist ungefähr so viel, wie wenn 22.000 Schweizerinnen und Schweizer ihr Auto ein Jahr lang in der Garage stehen lassen würden. Oder es entspricht ungefähr 30.000 Economy-Class-Flügen von Zürich nach New York und zurück. Geht es um den Klimaschutz, sprechen alle vom Schutz der tropischen Regenwälder. Warum ist dieser Schutz so wichtig? Also wenn man heute schaut, trägt die Zerstörung von bestehenden Waldflächen, insbesondere Regenwäldern, ungefähr 15% zu den jährlichen globalen CO2-Emissionen bei. Und deswegen ist der Schutz der Regenwälder enorm wichtig, aber nicht nur deswegen, sondern die tropischen Regenwälder beheimaten ungefähr 80% der Artenvielfalt global und sind auch die Lebensgrundlage für zahlreiche Menschen auf dieser Welt. Dann könnten wir ja einfach die Wälder wieder aufforsten und unser Problem wäre gelöst. Das wäre ein bisschen zu einfach. Aufforstung ist ein wirksames Instrument, wenn es genau und langfristig gemacht wird. Es reicht nicht einfach, einen Baum zu pflanzen und den dann so sein zu lassen. Und gleichzeitig ist es so, dass die Zerstörung der Regenwälder viel schneller voranschreitet, als wir sie aktuell wieder aufforsten können. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, diese bestehenden Waldflächen zu schützen. Moderner Ablasshandel, Geldmacherei. Die Kritiker der Klimakompensation kennen da viele Begriffe. Warum ist die Kompensation ein sinnvolles Instrument? Also erstmal muss man sagen, dass zur Erreichung der Pariser Klimaziele ganz klar die Reduktion der Emissionen im Vordergrund steht und darauf müssen wir auch den Fokus legen. Reduktion, das braucht aber Zeit und genau da ist die CO2-Kompensation ein sehr wirksames Instrument, weil man damit effektiv heute Klimaschutzprojekte weltweit finanzieren kann, die eben CO2 aus der Luft ziehen oder verhindern, dass es in die Atmosphäre kommt und noch für Mensch und Natur vor Ort zusätzlichen Nutzen stiften. Nun haben wir sportliche Ziele. Bis 2030 müssen wir die CO2-Emissionen um 50% reduzieren. Wie schaffen wir das? Ja, wenn man die CO2-Bilanz der Schweiz einmal anschaut, dann sieht man, dass hauptsächlich Verkehr, Immobilien und Ernährung die CO2-Emissionen ausmachen. Also wenn man individuell etwas tun möchte, dann möglichst aufs Fliegen verzichten, auf erneuerbare Energien umsteigen und sich möglichst fleischreduziert ernähren. Und gleichzeitig braucht es auch gute Rahmenbedingungen und da wäre eine Annahme des CO2-Gesetzes sehr förderlich. Roman, herzlichen Dank fürs Interview. Danke, Tobi.